Herzlich willkommen zum Videotutorial Adobe Connect für Teilnehmer und Teilnehmerinnen. In den folgenden Minuten werde ich Ihnen die Voraussetzungen zeigen, um an einem Adobe Connect Meeting teilnehmen zu können. Darüber hinaus werde ich Ihnen die Arbeitsoberfläche, verschiedene Funktionen sowie einige Hinweise zu den Audioeinstellungen vorstellen. Um erfolgreich an einem Adobe Connect Meeting teilnehmen zu können, benötigen Sie eine stabile Internetverbindung, die Adobe Connect Meeting Applikation, ein Headset sowie den Link zum Adobe Connect Meeting Raum. Die Stabilität Ihres Internets können Sie mit dem Verbindungstest von Adobe Connect überprüfen. Zusätzlich zu Ihrem Endgerät benötigen Sie ein Headset. Dies ermöglicht es Ihnen, ohne Audiorückkopplungen im Adobe Connect Raum kommunizieren zu können. Hier ist zu berücksichtigen, dass Sie das Headset mit Ihrem Endgerät verbinden, bevor Sie in einem Adobe Connect Meeting Raum einsteigen. Wenn Sie diese technischen Voraussetzungen erfüllt haben, benötigen Sie nur mehr den Zugangslink zu Ihrem Adobe Connect Meeting Raum. Der Veranstalter kann Ihnen diesen Link per Mail senden oder einfach in Ihrer Sakai-Kursseite links in der Menüleiste zur Verfügung stellen. Klicken Sie auf den Link oder fügen Sie den Link in die Meeting-Applikation ein. Melden Sie sich als Gast mit Ihrem Vor- und Nachnamen an. Nach der Anmeldung werden Sie an den entsprechenden Raum weitergeleitet. Wir befinden uns hier in einem Adobe Connect Raum in der Rolle des Teilnehmers. Wir schauen uns als erstes die Applikationsleiste an. Ganz links finden Sie den Punkt Meeting. Mit Klick auf das Feld öffnet sich ein Dropdown-Menü. Hier finden Sie den Assistenten für die Audioeinrichtung. Der Assistent hilft bei der Einstellung von Lautsprecher und Mikrofon. Direkt rechts daneben finden Sie das Icon für die Lautsprechereinstellungen. Wenn Sie einen Adobe Connect Raum betreten, sind die Lautsprecher bereits aktiviert. Dies sehen Sie an der grünen Färbung des Icons. Ein weiteres wichtiges Icon ist das Status-Icon, das sich direkt rechts neben dem Lautsprecher-Icon befindet. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihren persönlichen Status festzulegen. Mit Klick auf den kleinen Pfeil rechts neben dem Icon öffnet sich eine Liste zum Auswählen. Die am häufigst gebrauchten Status-Icons sind zu Wort melden, stimmt zu und stimmt nicht zu. Zu Wort melden verwenden Sie, wenn Sie ein Sprechrecht erhalten möchten. Wenn Sie dieses Recht erhalten haben, erscheint in der Menüleiste das Mikrofonsymbol. Dieses muss aktiviert werden, sobald Sie zu sprechen beginnen wollen. Das Mikrofonsymbol färbt sich dann grün und wenn die Konfiguration richtig ist, erscheint neben dem Mikrofon auch ein blinkendes Schaltzeichen. Wenn Sie einen Status ausgewählt haben, erscheint dieser in der Teilnehmerliste hinter Ihrem Namen. Wenn Sie den Status wieder löschen möchten, gehen Sie in der Menüleiste oben auf das Statussymbol, auf den kleinen Pfeil und wählen in der Liste ganz unten Status löschen aus. Die einzelnen Bereiche des Meetingraums werden Pods genannt und sind vom Veranstalter frei konfigurierbar. Der große Pod in der Mitte heißt SharePod. Dort werden PowerPoint-Folien, der Bildschirm des Veranstalters oder ein Whiteboard geteilt. Im Videopod rechts oben kann der oder die Lehrende die Webcam teilen. Darunter befindet sich der Attendees-Pod. Dieser gibt Ihnen einen Überblick über alle Personen, die sich im Adobe Connect Raum befinden und über deren zugeordnete Rolle. Bei jedem Login als Gast wird Ihnen automatisch die Teilnehmerrolle zugewiesen. Bei dieser Rolle beschränken sich die Teilnahmemöglichkeiten zunächst auf das Zuhören und das Zusehen. Der Chatbot bietet die Möglichkeit, mit anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen oder auch dem Veranstalter, der Veranstalterin zu kommunizieren. Nun schauen wir uns an, was Sie tun können, wenn das Audio Ihres Headsets nicht funktioniert. Probieren Sie zunächst die Lautstärke an Ihrem PC anzupassen. Zusätzlich können Sie noch den Lautstärkenregler an Ihrem Headset, wenn vorhanden, bedienen. Überprüfen Sie auch, ob die entsprechenden Kabel wirklich in der dafür vorgesehenen Buchse des Computers stecken. Falls Ihr Audio nach wie vor nicht funktioniert, schließen Sie den Adobe Connect Raum und loggen Sie sich neu ein. Um den Meetingraum zu verlassen, genügt es einfach, das Fenster zu schließen. Sie werden danach nicht mehr in der Teilnehmerliste angezeigt.
Nun wissen Sie, wie Sie erfolgreich in Adobe Connect arbeiten können. Viel Spaß bei Ihren Webinaren!